Herzlich willkommen im Lebensforum Wohlstand aus Erfurt. Anastasia ist die Botschafterin eines uralten Volkes und stellt uns ihr umfangreiches Wissen zur Verfügung. Geehrte Zuschauer, es geht weiter in unserer Serie mit Teil 2 von Band 5 Wer sind wir? Es erwarten Sie hochinteressante Minuten. Phänomen Anastasia, es geht weiter mit Band 5 Teil 2. Ich begrüße wie immer Herrn Konstantin Kirsch im Studio. Hallo Herr Kirsch. Hallo Herr Jungwirth. Im Kapitel mit dem wunderschönen Titel Es wird gut werden auf Erden beginnt unser zweiter Teil. Was gibt es dazu zu sagen? Ja, diese Geschichte, die dort steht, die ist für mich sehr, sehr berührend. Also es kommen mir eigentlich jedes Mal die Tränen. Es geht da ganz konkret ums Thema Rüstung, was ja eine bekannte Gefahr ist. Und dort ist ein Bild beschrieben, wie diese Rüstung verschwinden wird. Es geht dann auch im nächsten Kapitel dann aufs Wettabrüsten darauf hinzu. Es fängt erstmal an mit einer einfachen Familiensituation. Ein Programmierer arbeitet am Computer, 2 Kinder springen rum. Ich glaube Alter 5 oder 8, also eher kleinere Kinder. Ein Mädchen, ein Junge. Und dann merkt man beim Lesen, dass er nicht einfach nur Programmierer ist, sondern er auch mit der Rüstung zusammenhängt. Und er hat dann da auf dem Bildschirm verschiedene Raketensysteme und er soll da einen Geheimcode knacken, damit dann da eine Bedrohung eliminiert wird. Und im weiteren Verlauf dieser Geschichte merkt man dann, dass dieses Mädchen und auch der Junge, im Besonderen dieses junge Mädchen, besondere Fähigkeiten hat. Und sie erzählt dann auch, dass es eine gute Zeit und eine schlechte Zeit gibt. Die gute Zeit ist, wenn die Familie zusammen ist. Und die schlechte Zeit ist, wenn Papa nur am Computer sitzt. Dann ist er ja quasi weg, er ist auch so geistig dann woanders. Und dann sieht sie ja auch diese nicht schönen Raketen als Bilder. Und plötzlich gibt es dann Alarmanrufe wegen Explosionen an verschiedenen Regionen der Welt. Und es stellt sich dann heraus, dass die abgebildeten Raketen, die das Mädchen gesehen hat, plötzlich explodiert sind. Und der Vater versteht erstmal gar nicht, was denn los ist. Und Stück für Stück stellt sich dann heraus, hängt noch eine Kuckucksuhr ist noch mit dabei, dass das Mädchen die Zeiger der Kuckucksuhr drehen kann, damit die schlechte Zeit schneller vergeht. Das ist so ihr Thema. Sie hat also mediale Fähigkeiten. Ich habe da jetzt kein Fachwort dafür. Auf jeden Fall kann sie Dinge mit ihren Gedanken beeinflussen, die für den Vater unerklärbar waren. Und das wird dann plötzlich dieses Mädchen dann gleich beschattet. Da kommen dann gleich mehrere Geheimdienstler dazu, von wegen, was ist das für eine Macht, wenn sie plötzlich irgendwo Raketen explodieren lassen kann. Dann werden eckige Raketen gebaut, die sie dann absichtlich explodieren lassen soll, was sie aber nicht mehr kann, weil sie ihrem Bruder dann versprochen hatte, ich habe Papa erschreckt, ich lasse keine Raketen mehr explodieren. Aber dann sind in 0, nix diese eckigen Raketen verrostet, weil sie ihre Freunde, die Mikroben, hingeschickt hat und die haben es plötzlich mal eben weggefressen. Und es entwickelt sich daraus eine Geschichte, dass viele Menschen weltweit plötzlich Angst kriegen vor Russland, wenn da eine Macht ist. Mächtige Kinder angeblich, viele Gerüchte tauchen auf, die einfach so weltweit Waffen explodieren lassen können. Und plötzlich sind die Länder die gefährdetsten, die bei sich viele Waffen haben, die sie ursprünglich vielleicht mal angeschafft haben, um andere Länder anzugreifen. Und plötzlich ist die Gefahr, dass diese Waffen vor Ort explodieren. Ja. Genau. Es geht dann weiter, das große Wettrüsten. Wettabrüsten. Es war mal ein Wettrüsten und jetzt geht es darum, wie die Waffen wegkommen. Die Menschen schmeißen die Rüstung weg, sie wird vergraben, obwohl es verboten ist. Es muss alles wirklich demontiert werden. Und da ist dann der russische Präsident gefragt. Er lädt diverse dieser Kinder ein, die so mediale Fähigkeiten haben, um sie im Fernsehen bei einer Pressekonferenz, ja, zu zeigen, die kommen auch dann zu Wort, ein paar der Kinder, dass die Menschheit keine Angst haben soll vor diesen Kindern. Und er versucht dann einfach klarzumachen, wir sind jetzt keine Gefährdung, die Waffen sind die Gefährdung.
Und dieses Mädchen aus diesem ersten angesprochenen Kapitel spricht dann auch und spricht von sauberem Wasser und einer schönen Zukunft. Und ja, es ist damit dann das Wettabrüsten eingeleitet, dass die Staaten möglichst schnell versuchen, die Rüstung loszuwerden. Wissenschaften und Pseudowissenschaften? Ja, da geht es um eine Geschichte, dass Wissenschaftler üblicherweise verstanden werden, die in einem Labor arbeiten. Und die Anastasia sagt dann, ja, aber was ist mit den Gärtnern, die auch Pflanzen züchten? Es wird dann ein Bild gemalt von einer Straße zwischen zwei russischen Städten. Das ist Wladimir und Sustal, das sind zwei Städte. Dass dann da so vielleicht 1 Kilometer Abstand von der Straße mehrere Siedlungen sind, jeweils so 90 Höfe, jeweils 1 Hektar groß. Und wie schön die Landschaft dort ist, dass auf der Straße Touristenbusse fahren, die dann auch anhalten können. Und an dieser Straße sind dann auch diverse Geschäfte, wo sie einkehren können. Und in der Ferne sehen sie dann diese Siedlungen. Und es wird dann ausgeführt, die kompetenteren Wissenschaftler sind die, die lebende Bilder, schöne Landsitze gestalten können. Sind unsere Gedanken frei? Ja, das ist immer so eine Frage. Viele Menschen haben die Vorstellung, dass ihre Gedanken frei sind. Es wird in dem Buch ausgeführt, dass wir erst dann unsere eigene Bestimmung wahrnehmen können, wenn wir 9 Tage lang unsere Gedanken komplett frei halten können. Und das ist fast unmöglich, weil jegliche Sachen von Werbeeinblendungen, von technischen Geräten, von allem Möglichen fordert uns, so zu denken, wie jemand anders uns anbietet, anstatt dass wir ganz frei denken können. Und es sei wohl ganz grob so, dass bei all diesen Beschäftigungen der durchschnittliche Mensch vielleicht im ganzen Leben nur 15 bis 20 Minuten lang sich Gedanken macht über das Universum, für den ganzen Kosmos, und ansonsten manche vielleicht sogar gar nicht. Einige Menschen machen sich mehr Gedanken, aber im Durchschnitt ist die grundsätzliche Gedankentätigkeit eher mit gefangenen Sachen beschäftigt, mit vorgegebenen Gedankenmustern, nicht wirklich mit freien Gedanken. Also ist man eigentlich gedankenlos in dem Hinsicht? Ja, nicht ganz gedankenlos, sondern man verfolgt die Gedanken, die einem angeboten werden. Man ist einfach Mitläufer, auch auf der Gedankenebene. Es geht weiter mit einer Reiterin aus der Zukunft. Das ist in Zusammenhang zu sehen mit diesem Bild dieser Straße von Sustal zu Wladimir rüber, dass eine Kutsche fährt mit Oma und dem Enkelkind. Die haben Körbe mit Früchten. Und dann kommt die Mutter dazu auf einem Pferd, obwohl feurigen Hengst, richtig sehr viel Power hat dieses Tier. Und sie nimmt dann dort einen Korb mit Äpfeln, reitet von der Siedlung zu der Touristenstraße und grüßt diese Menschen und gibt denen dann auch diesen Korb mit Äpfeln und hat dann mehrere sehr berührende Begegnungen. Ein Italiener ist ganz verzückt, so würde sie am liebsten gleich heiraten, so eine Schönheit, die da kommt. Und eine stillende Mutter ist dort auch, die aber eher im Vergleich zu dieser Schönheit wie eine verwelkte Blume aussieht. Und die haben dann eine wortlose Kommunikation. Also im Bus, die Mutter war die sind ausgestiegen, das ist eine Touristin, die mit dem Reisebus kam. Und die haben eine direkte Begegnung und ihre Reiterin reist dann wieder weiter, nachdem sie dann noch ihren Blumenkranz dieser Frau noch geschenkt hat. Also man kann es ganz grob sagen, das sind Touristen, vielleicht auch Ausländer, wie dieser Italiener, die in Russland auftanken, wieder regenerieren, und diese Frau lebt in der Siedlung und ab und zu macht sie einen Dienst für die Besucher, bringt Früchte und gibt Inspiration und einfach auch das lebend vorgelebte Bild von Gesundheit und Vitalität. Es geht weiter, die Stadt an der Neva. Damit ist gemeint St. Petersburg. Und dort wird beschrieben, wie ein Kind einen kleinen Unfall hatte und dadurch zu Hause sitzt und immer wieder gehört hat, Mensch, unsere Stadt sei die schönste Stadt der Welt. Und das Kind schaut aus dem Fenster in den Hinterhof auf eine Backsteinwand, sieht nicht viel von der schönsten Stadt und macht ein Foto von diesem Blick aus dem Fenster. Und stiftet dann noch andere Gleichaltrige an, macht auch mal ein Foto aus eurem Kinderzimmer. Und dann kommen viele Fotos vom Backsteinwand, Brandschutzmauern, grauen Hinterhöfen.
Und damit gehen sie dann auch in die Redaktionen, in die Medien. Ist das die schönste Stadt so ungefähr? Das ist natürlich provokativ, die sind genervt, dass die Kinder immer wieder auftauchen. Und dann machen sie aber eine Änderung und sie malen die Stadt, wie sie sie sich wünschen. Mit Abständen zwischen den Häusern, angemalt, mit Pflanzen, mit Blüten. Und machen so richtig so einen großen Entwurf und präsentieren das dann. Und da sind dann die Pressevertreter ziemlich betroffen von dieser Vision. Und es wird dann auch gesagt, dass dieses Kind dann später ein großer Baumeister wird beim Aufbau dieser schönen, lebensfreundlichen Städten. Schritte in die Zukunft? Da geht es jetzt in was ganz anderes, super Pragmatisches. Ganz simpel, wie kann diese neue Welt, diese schöne Welt, diese lebensfreundliche gemacht werden? Es fängt an mit Lesertreffen, Regionalgruppen. Dann soll eine Körperschaft gegründet werden, also beispielsweise, steht jetzt dort nicht drin, aber ich sage mal, ein Verein könnte es sein. Und der Vorsitzende könnte ein kleines Gehalt bekommen, also Unkostenerstattung für seinen Aufwand, dass er da einfach tätig ist. Dann könnten diese Initiativgruppen auch dann Entwürfe machen, Siedlungsplanung, Anträge stellen, Landzuteilung, also mindestens 150 Hektar sind empfohlen für eine Kleinsiedlung. Das ist richtig so beschrieben, wie wir es dann angehen könnten. Und das Kapitel endet dann mit der Formulierung, stellen Sie sich doch mal vor, Ihr Hektar, Sie hätten jetzt Ihren Hektar und dann hätten Sie eine grüne Hecke außenrum und Ihren Familienbaum. Und dann geht es dann wiederum von diesem ganz Pragmatischen so in die innere Bilderwelt. Eine Vision, ja. Ja. Es kommt da noch ein offener Aufruf. Ja, da ist ein Brief an den Präsidenten, Herrn Putin, geschrieben, wo auch das ganze Konzept vorgestellt wird. Und es ist ja mittlerweile bekannt, dass die Regierung in Russland von Bescheid weiß, das auch unterstützt. Und es ist wohl auch mit über diesen Brief entstanden, was in dem Buch veröffentlicht ist. Fragen und Antworten? Ja, der Herr Megre bekommt viele Fragen. Die Menschen schreiben ihm wahrscheinlich per Post oder auch per E-Mail. Und da geht er einfach drauf ein. Also solche Fragen fand ich sehr interessant. Haben wir überhaupt genügend Platz in Russland? Also Menschen, die in Moskau leben, dicht an dicht, die sehen nicht unbedingt die Größe des Landes. Ähnlich auch hier in Deutschland. Die Menschen in der Stadt, die wissen nicht unbedingt, dass draußen auf dem Land viel Platz ist. Ist also dort auch eine der Fragen. Da macht er dort auch Berechnungen. Und dann das Thema, ja, Industriestaat und Nuklearmacht und wir wollen doch nicht einfach nur ein Agrarstaat werden. Und dann ist die Antwort, ja, nicht von heute auf morgen. Also so diverse Fragen. Ich finde es interessant auch für Menschen, die jetzt zum ersten Mal von diesen Büchern hören, die haben in sich auch Fragen. Und in diesem Kapitel kann durchaus sein, dass die Antwort zu finden ist von den Fragen, die diese Menschen bewegen. Es geht weiter, die Philosophie des Lebens. Es ist eine berührende Geschichte von einem 70-jährigen Philosophieprofessor, der in einem edlen Haus in einer Villa lebt mit einer Haushälterin. Durch eine Beinkrankheit sitzt er im Rollstuhl. Und der hat die Regale voll, Bücher. Alle Klassiker gelesen. Ja, so richtig. Und die Haushälterin ist deutlich jünger, ich glaube 45 Jahre. Und sie ist ganz aufgelöst, weil er sein Leben plötzlich ändert. Er ist plötzlich ganz anders geworden. Er hat die Anastasia-Bücher gelesen. Und grob gesagt, die Philosophie des Todes, die kannte er schon. Und jetzt geht es um die Philosophie des Lebens. Und er will auch leben. Dann fängt er plötzlich an, Liegestützen zu machen. Er holt sich dabei, liegt aber auf dem Boden. Die Haushälterin kommt rein und kriegt einen Schock, ruft den Notarzt zur Hilfe. Und er so, alles gut, ich muss nur fit werden. Es ist so unglaublich. Er hat dann schon ein kleines Töpfchen mit einer Zeder als Jungpflanze. Und im Laufe des Kapitels stellt sich heraus, dass die Haushälterin auch schon angesät hat, aber sich noch nicht so ganz sicher war, ob er wirklich fit genug ist. Und so wie es sich dann anbahnt, wird aus denen ein Pärchen, die dann auf die Reise gehen, einen Hektar zu gestalten, um dann da ihr Bestmögliches zu geben, dass ein Beitrag fürs Leben geschaffen wird. Wirklich eine schöne Geschichte. Haben Sie dazu noch ein Zitat? Ja. Da geht es nochmal aus diesem Bezug zum Thema Wissenschaft und Pseudowissenschaft, ein lebendes Bild malen. Und wieso ist in deinen Augen nicht auch jemand ein Künstler, der anstatt an Leinwand ein Hektarland bearbeitet und daraus eine schöne Landschaft formt? Denn um aus lebendiger Materie etwas Schönes zu erschaffen,
braucht der Schaffende nicht nur künstlerische Fantasie und einen guten Geschmack, sondern auch eine Menge Wissen über die lebendige Materie. In beiden Fällen soll das geschaffene Werk positive Emotionen hervorrufen und das Auge erfreuen. Im Gegensatz zu dem Ölgemälde aber hat das lebendige Bild eine viel weiter gefasste Funktionalität. Es reinigt die Luft, bringt wohltuenden Äther hervor und ernährt den Körper des Menschen. Vielen Dank, Herr Kirsch. Liebe Zuschauer, das war von Band 5 Teil 2. Teil 3 folgt in Kürze. Liebe Zuschauer, Phänomen Anastasia, das war der zweite Teil zu Band 5. Wer sind wir? Freuen Sie sich in Kürze auf Teil 3. Bis bald im Lebensforum Wohlstand aus Erfurt.